Hallo, herzlich willkommen bei 1000 Beste Fahren. Ich bin hier im Olymp des Motorradfahrerlebens. Ich bin hier am Ascari Race Circuit, die Rennstrecke, ein Paradies. Die Strecken hier rauf zur Rennstrecke, von Marbella herauf nach Ronda. Das Beste, was es gibt auf diesem Planeten in Form von Asphalt. Ein Wahnsinn. Aber ist auch dieses Motorrad, die Honda CB1000R 2018, der Olymp des Motorradfahrerdaseins. Auf diese Frage habt ihr die Antwort jetzt in diesem Video. Ja, hallo, ich bin jetzt hier quasi in der Boxengasse. Die Kollegen sind Mittagessen und ich schaue mal mit euch jetzt gemeinsam die Details direkt am Motorrad an. Vielleicht gehe ich da mal ein bisschen näher ran. Wir haben da jetzt im Bild, mächtige Blendung da im Display. Wir haben jetzt im Bild hier das Aggregat. Die Basis von diesem Motor ist übrigens die 2006er Fireblade-Maschine und wir haben jetzt im Vergleich zum Vorgängermotorrad, also zu CB1000R, 16% mehr PS. Und die Änderungen sind einfach jetzt gewesen, viele Änderungen waren da oben in diesem ganzen Ansaugtrakt, im Zylinderkopf, aber auch neue Kolben und so hat es drinnen. Ja, und sie hat jetzt mehr PS, sie hat jetzt ja 145 PS und 212 Kilogramm und dadurch hat sie insgesamt natürlich auch ein viel besseres Leistungsgewicht. Sie ist aber auch kürzer übersetzt und das macht dann auch aus, dass die Maschine auch selbst im Vergleich zu einer Fireblade irre beschleunigt, so circa bis 100 hast du stärkere Zugkraft hier im Hinterrad wie mit einer Fireblade im Vergleich. Sie ist im Vergleich zum Vorgänger um 12 Kilo leichter und der Auspuff sieht so von der Seite recht voluminös aus, wenn man sich das anschaut, aber von hinten ist er recht schmal und da ist echt viel Gehirnschmalz reingeflossen und der Auspuff ist auch um 4,5 Kilo leichter wie der vom Vorgängermodell. Das glaubt man kaum, weil er von der Seite recht üppig ausschaut, aber das Design ist nicht schlecht und also das Layout ist nicht schlecht, weil ich dadurch die Maschine angenehm schmal hinkriege. Wir haben jetzt hier mit drauf, das ist die sogenannte Plus-Version, das heißt die CB1000R Plus, die hat hier den Quickshifter mit Blipper-Funktion mit dabei. Und was natürlich schon auch sofort zum Sehen ist, wir haben hier zum Beispiel diese schönen Teile, die in dieser Plus-Version auch mit dabei sind. Und insgesamt die Maschine ist beim Heck her relativ kompakt. Auch kompakter als beim Vorgänger, das Heck hört ja auch früher auf und auch die Front ist ein bisschen kompakter als früher. Also es ist schon vom Design her ganz was anderes wie der Vorgänger. Gibt es Leute, die mögen das gar nicht, gibt es Leute, die stehen drauf und es ist auf alle Fälle mal kein Mainstream-Motorrad, das muss man auf jeden Fall so sagen. Das Leistungsgewicht ist insgesamt 20% verbessert worden im Vergleich zum Vorgänger. Also braucht man jetzt kein Nobelpreisträger sein, um zu sagen, na klar, Fahrt ist sportlicher und leibender wie das Vorgängermodell mit vollen Hosen ist gut stinken. Was auch noch anders ist als beim Vorgänger, wir können uns das gleich anschauen, sind die Reifendimensionen. Also ich habe jetzt hier einen 190er Reifen drauf. In dem Fall ist es ein Bridgestone S21, der serienmäßig mit drauf ist. Man sieht, ich habe noch einen kleinen Angstreifen drauf, aber ist wirklich schon sehr, sehr anständig. Aber die letzten Reste vom Angstreifen werde ich jetzt dann da vorne in der ersten Linkskurve sofort ablegen und ich freue mich da schon auf herzerwärmende Runden hier auf der Rennstrecke am Ascari Circuit mit der CB1000R. Das ist jetzt quasi der Innenhof der Rennstrecke hier in Ascari.
Ja, sieht auch nicht viel anders aus wie ein Pannoni-Ring oder wie ein Jäger, oder? Ja, und das ist jetzt der Weg zum Restaurant. Ah, ist schon nett, ja. Durchaus anständig. Ja, Honda CB1000R 2018 ist ein Modell, da muss man weit ausholen. Weil die Geschichte von dem Motorrad begann ja 2008 mit quasi der CB1000R damals. Und die CB1000R hat ja damals seit 2008 ja, tausende Motorradfahrer, ja, zehntausende Motorradfahrer in Europa glücklich gemacht und hat eine ziemlich radikale Naked Bike oder Street Fighter Optik gehabt, das Vorgängermodell, das auch bis zuletzt noch immer hübsch sportlich und aggressiv ausgesehen hat, aber natürlich die Features und die Ausstattung des Fahrzeugs sind dann schon in die Jahre gekommen. Das ist jetzt natürlich anders. Hier hat Honda natürlich dramatisch nachgeschärft, sowohl bei der Ausstattung, aber auch beim Design und hat jetzt das Modell grundsätzlich beim Namen gleich belassen, aber doch in eine ganz andere Richtung entwickelt. Honda nennt das Neo Sports Café und ich bin ja gewissenhafter Journalist und ich muss mir das jetzt anschauen und nachdenken, okay, ist dieses Fahrzeug das, was Honda uns im Prospekt verspricht? Also wenn ich jetzt sage, das ist das Neo Sports Café Motorrad, klingt das so nach neu, klingt das nach Café, neu und Café, irgendwie so ein neues Design und so hip wahrscheinlich für diese, aus dieser Kaffee-Racer-Szene, soll ein bisschen hip sein und der Name Sports ist auch noch drinnen, verdient diese Attribute zurecht. Also eins ist mal klar, das Design, finde ich, hat sich eigenständig weiterentwickelt und es ist insgesamt ein sehr hochwertiger Auftritt. Also man hat hier angefangen von den Schaltern, bei den Lenkerendgewichten, beim Lenker, der breiter und höher ist als bisher, beim LED-Scheinwerfer vorne, beim LED-Scheinwerfer hinten, bei den Blinkern, überall hochwertige, edel anmutende Ware drin. Wir haben immer noch die Einarmschwinge, die leibende. Selbst der Auspuff, der jetzt voluminös zwar ausschaut von der Seite, ist aber sehr schmal in der Silhouette, ist leichter geworden als der bisherige Auspuff, der drin ist. Wir haben viele Dinge, die hier glänzen, sind doch tatsächlich Metall und es ist nicht nur Blink Blink. Also es ist ja insgesamt durchaus ein sehr anmutiges Design und hat natürlich im Vergleich zum bisherigen Street Fighter so ein bisschen den edleren, gediegeneren Touch und nicht mehr so diese harte, grelle Street Fighter Optik. Und dann, was mich natürlich als sportiven Piloten sehr interessiert, ist Verdienst dieses Sportattribut, den es da in diesem Neo Sports Café Bezeichnung drin hat, auch zu Recht. Und kannte das Vorgängermodell ja gut, kenne aber auch alle anderen Naked Bikes, die es jetzt am Markt gibt, sehr gut. Man muss sagen, auch dieses Sportattribut verdient wirklich zu Recht. Kann ich euch beruhigen, die unter euch glaubt haben, na, jetzt wird das so ein schnöseliges, schickes, hübsches Bike, das druckt nicht mehr leibend an. Na, das Gegenteil ist der Fall, das ist deutlich sportlicher als bisher. Und ich muss euch sogar sagen, in dem Bereich, wo man jetzt da so unterwegs ist, also im legalen Bereich, so bis 100, 130, drückt sie Ärger an wie eine Fireblade, ist einfach der kürzeren Übersetzung geschuldet und diesem Ansprechverhalten auch vom Gasgriff und dem Drehmomentverlauf geschuldet. Also die Beschleunigung ist wirklich leibend, ist echt gut gelungen und ich muss sagen, das ist wieder mal ein Fahrzeug, wo ich sage, danke an die Elektronikingenieure, danke für diesen Fortschritt, weil einfach dieser Fortschritt in diesem Fahrzeug wirklich im Fahrbetrieb sich so leibend anfühlt. Ich versuche das mal zu erklären. Wir haben jetzt hier am Kurveneingang, also wenn man in der Bremszone am Kurveneingang reinfährt, die Situation, dass die Anti-Hopping-Kupplung und die elektronische Motorbremsregelung hat man den Vorteil, dass durch diese zwei Dinge das Fahrzeug am Kurveneingang schon mal sehr stabil bleibt. Dann habe ich noch diesen Quickshifter in der CB1000R Plus Version mit drauf und kriege am Kurveneingang überhaupt keine Unruhe rein. Das ist keinerlei Lastwechsel spürbar, du fährst quasi stoisch, ruhig in den Radius hinein und kannst dann beginnend am Scheitel, wenn du gut bist, oder am Kurvenausgang, wenn du halt weniger gut bist, beginnen Gas anzulegen. Und das ist auch die Sensation, wo sich das Fahrzeug im Stadtverkehr
anfühlt wie ein Fahrschulmotorrad bei 30, 40, 50 km/h, weil dieser Gasgriff, dieser elektronische, bei den ersten paar Grad so sanft übersetzt ist. Das Übersetzungsfeld ist quasi von Gasgriff zu Drehmomentlieferung. Und dadurch hast du den Vorteil, dass du auch im Scheitel wirklich schön Gas anlegen kannst. Also du legst da um und dieser Übergang von Schiebe in den Lastbetrieb ist makellos, da spürst du nichts und das geht quasi in einen Beschleunigungsvorgang über. Und das ist natürlich das Leibende bei so einem super abgestimmten Motor. Die Möchtegern-Henker sagen immer, so eine Flachschiebervergaser, Gasgriff, Ansprechverhalten wäre leibend. Nur selbst MotoGP-Fahrer sehen das anders, die haben auch gerne ein kontrollierbares Ansprechverhalten. Jetzt kannst du da wunderbar Gas anlegen und wenn du dann das Fahrzeug beginnst aufzurichten, legst den Gasgriff weiter und dann glaubst du, sitzt du auf einem Katapult, also sobald die der Drehzahlmesser steigt und du den Gasgriff noch weiter öffnest, beginnt da wirklich so eine Rampe in dem Drehmomentverlauf und auch dieses Übersetzungsverhältnis von dem Gasgriff zur Drehmomentabgabe wird dann viel progressiver und da geht echt was weiter, da haben wir dann Mörderdrehmoment nach in den Hinterreifen rein und du beschleunigst dann mächtig aus der Kurve raus und wenn du das kannst du auch einen leimernden Willi rausziehen, weil komischerweise, ich weiß eh nie, wie das funktioniert, ist es so, die Traktionskontrolle hilft dir zwar, dass du nicht irgendwie bei den nassen Flecken Rutscher hast, ist aber auf der anderen Seite so, dass du trotzdem leimend aus der Kurve rauswillen kannst. Keine Ahnung, wie sie das zustande gebracht haben, aber es funktioniert. Du kannst wirklich leimende Powerwheelies machen im 1er und im 2er. Im 3er ist dann so, dass du dann mit der Kupplung ein bisschen nachhelfen musst. 145 PS hat die Maschine und es gab tatsächlich Journalisten, die haben gesagt, ja, da fallen halt ein paar PS auf die S1000R zum Beispiel von BMW. Ich muss euch aber sagen, wenn ihr die Geschichten dann lest, dürft ihr das nicht ganz so ernst nehmen, weil das waren auch die dann hier auf der Rennstrecke sofort abgerissen sind. Und der Guide ist vorausgefahren hier auf der Rennstrecke am Ascari Circuit, ist 3 Runden gefahren. Und es hat genau ein tschechischer Kollege und ich haben ihm folgen können. Alle anderen sind abgerissen und es ist aber schon der Guide mit einem Honda Grossrunner gefahren. Also denen die 145 PS zu wenig waren, die haben nicht einmal einen Grossrunner auf der Rennstrecke folgen können. Demzufolge wieder mal eine Lehrstunde, wie man Motorleistung einzusetzen hat. Und wenn man jetzt mit diesem Motorrad so fährt, sagt man 145 PS ist absolut das Geilste, was man überhaupt fahren kann. Aber natürlich, wenn ich jetzt hier umsteige und auf eines von den ganz radikalen Power Naked Bikes aufsteige, also Super Duke oder die Dono, werden die hier auf dem Track eine schnellere Rundenzeit hinlegen, bin überzeugt davon. Sie haben halt eine andere Optik, diese aggressivere Street Fighter Optik haben die. Und was auch ist, bei diesen Fahrzeugen, bei den aggressiveren Fahrzeugen hat man im Sattel dann schon immer dieses Getriebene. Man hat im Sattel dieses Getriebene und das ist bei der Honda, dann diese Balance gelingt hier wirklich fantastisch, dass ich sage, wir haben teilweise schöne Landschaft gehabt mit miesen Asphalt, da haben wir uns einfach gleiten lassen, baumeln lassen und das ging mit dem Motorrad genauso gut. Also du kannst dich da draufsetzen, kannst wirklich 6. Gang untertourigst, einfach dir die Seele massieren lassen und das geht genauso gut wie hier auf der Rennstrecke oder die geilen Straßen darauf, Mörder anrauchen und diese Spreizung gelingt Honda ganz fantastisch. Von der Elektronik her haben wir ganz wichtig natürlich Heizgriffe in dem Pluspaket. Also wir sind halt in der Früh losgestartet bei 3 Grad. Das ist ganz großartig, wenn du da Heizgriffe hast. Und du hast dann eine sehr kompakte Steuerung hier mit einem Mode-Schalter und einem Select-Switch und kannst hier quasi zwischen dem Rain, dem Standard und dem Sport-Setting herum switchen und beeinflusst so quasi diese Kennlinie des elektronischen Gasgriffs, also wie aggressiv ist es am Gas, beeinflusst, wie stark ist die Motorbremswirkung und beeinflusst auch die Sensibilität der Traktionskontrolle, also wie viele Wheelies kannst du machen und wie viel Sicherheit gibt dir das. Und dann gibt es noch diesen User-Modus, wo du das quasi selbst zusammenzimmern kannst, dein Setup. Also ich bin dann gerne gefahren mit einem milden Ansprechverhalten vom Gasgriff, aber schon so, dass man dann noch Wheelies machen kann und einer niedrigen Motorbremswirkung. Das war so für mich super komfortabel da bei den flotten Passagen. Das hast du ganz, ganz geschmeidig am Radius die Power quasi dosieren können und das war wirklich so schnell. Das war wirklich großartig. Und vom Fahrwerk her ist es so, wir haben da jetzt drin vorne eine Big Piston Fork und wir haben hinten drin auch ein einstellbares Federbein. Und bei Supersport-Motorrädern muss ich sagen, dass diese Big Piston Fork teilweise nicht ganz meine erste Wahl war, weil es in der Bremszone hat sie nicht diese Stabilität gehabt, die ich mir erwarte. Aber einen Vorteil haben diese Gabeln schon immer gehabt und den hat es auch hier, sie sprechen total sanft an. Also dieses feinen Bodenwellen bügelt es gleich mal leibend aus.
und du hast viel Vertrauen fürs Vorderrad, auch sowohl auf der Rennstrecke als auch auf der Landstraße habe ich immer wirklich schöne Schräglagen fahren traut und du kriegst ein super Gefühl fürs Vorderrad. Sie ist präzise genug, auf der anderen Seite komfortabel genug, dass diese Balance auch beim Fahrwerk hier wirklich gut klappt zwischen Anrauchergerät und Seelenmassagestuhl. Das ist wirklich gut gelungen. Was auch wirklich überraschend war, ist, dass die Schräglagenfreiheit so famos ist. Also das ist wirklich auch ein pragmatischer Grund für diese himmlische Einarmschwinge. Du hast hier die Einarmschwinge auf der einen Seite und kannst so auf der anderen Seite den Auspuff näher ranholen und dadurch ist das Motorrad, ich stehe jetzt auch davor und schaue so runter, wirklich schlank unten und man sieht schon, wir haben da mächtige Angstnippeln drauf auf den Fußrasten und die kennzeichnet ja dann quasi nur den Moment, bevor der Auspuff aufsitzt und du dann im Kiesbett dich wälzt oder die Leitplanken penetrierst. Das heißt, diese Angstnippel sollten besser nicht angestriffen werden, weil dann bist du wirklich schräg unterwegs und auf der Straße ist es echt famos, was du für Schräglagenfreiheit hast und du kannst auch bis zum letzten Grad an Schräglage hast du nie das Gefühl, dass das jetzt auch ein komfortables Motorrad ist, sondern es ist wirklich ein präzises und wunderbar direkt sportliches Motorrad. Also diese Sports in dem Neo Sports Café Prospekt Latein verdient sie wirklich zurecht und sie ist ganz klar dem Vorgänger bei den Fahrleistungen deutlich überlegen. Ich möchte jetzt niemandem sein Motorrad schlecht reden. Natürlich ist das Vorgängermodell einfach 10 Jahre alt und ist ja logisch, dass der Fortschritt weitergeht. Und wenn jemand von euch den Vorgänger schöner gefunden hat, soll weiterhin viel Freude damit haben. Aber bitte niemand soll glauben, nur weil das jetzt schick aussieht, dass das schnöselig fährt. Überhaupt nicht. Das fährt absolut racermäßig und ich habe damit auch in meinem Knieschleiferleder ganz leibend viel Spaß gehabt. Bremserei, wie soll ich sagen, Jahr 2018 rede ich da eigentlich gar nicht mehr viel drüber, lässt sich schön dosieren, spricht sauber an, schöner also schöner Druckpunkt auch auf der Rennstrecke, alles in Ordnung. Was gut ist und im Alltag tatsächlich auch mitgeholfen hat, jetzt da im Gruppenverkehr, ist, wenn du hart bremst, leuchten dann auch die Blinker beide auf. Das ist diese Emergency-Stop-Funktion, ist echt nicht schlecht gewesen. Wenn du da in der Gruppe unterwegs bist, dann ist die Aufmerksamkeit, die Sichtbarkeit dann noch besser gegeben. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, warum die so gut gelungen ist. Und es ist ja schon oft so, dass der Fisch am Kopf zum Stinken anfängt. Und quasi der Project Leader für das Motorrad war offensichtlich ein guter und hat es eben nicht vergurkt. Das ist ein Japaner, Mr. Soya, glaube ich, heißt er. Und der war früher mal Testfahrer bei Honda und hat sich die Karriere von einer untypischen Schiene angegangen, ist quasi vom Testfahrer rauf zum Project Leader hochgekommen und ist selbst ein sehr erfahrener Motorradfahrer und demzufolge hat es offensichtlich nicht verhindern lassen, dass das so ein fantastisches Fahrmotorrad geworden ist, einfach weil der Projektleiter ein leibender Motorradfahrer ist. Wir haben hier insgesamt einige Features, die im Vergleich zum Vorgänger anders sind. Es ist leichter, es hat 212 Kilo, also Leistungsgewicht 20% besser. Die Drehzahl, die Maximaldrehzahl ist angehoben worden. Es ist von der Spitzenleistung her mit 145 PS, die ganze Elektronik sowieso. Also es ist schon wirklich einiges besser geworden. Was gleich geblieben ist oder was sicherlich einige Fans von japanischen Motorrädern schätzen werden, ist, dass sie in Japan gebaut wird. In Zeiten der Globalisierung ist es ja an und für sich normal, dass die ganzen Dinge immer irgendwo fabriziert werden. Aber Honda-Freunde werden sich freuen, dieses Motorrad kommt von Made in Japan. Und das ist aus Japan. Und wenn man oben sitzt, wird man das Gefühl auch nicht los, dass es Japan ist. Das passt einfach alles. Also diese Blinker, Schalter, alles einfach super vertrauenerweckend und das passt wirklich wunderbar. Das Display habe ich mir angeschaut, wirklich genau. Und es ist so, dass ich finde, dass diese Art von Display super zu diesem Motorrad passt. Es ist nicht ganz so grell wie so ein Full DFD-Screen, so ein poppiger. Die schauen natürlich vom Café aus schick aus, passt aber zu dem eleganten Style nicht ganz so. Also es ist schick, dezent, aber eine hochwertige Geschichte. Und bei direkter Sonneneinstrahlung, die Ablesbarkeit ist okay, aber jetzt nicht mehr ganz famos. Also es ist schwer in Ordnung, passt alles, aber jetzt sozusagen, das ist jetzt Weltklasse, das kann man nicht sagen. Auf den Onboard-Aufnahmen, ich habe mir das angeschaut, schaut es schlechter aus, als es tatsächlich ist. Also in Natura ist es besser abzulesen, als es ihr in den Onboard-Aufnahmen seht. Das könnt ihr mir glauben. Bei direkter Sonneneinstrahlung, die wir hier haben, war es, ich sage mal so, 2 bis 3 Schulnotensystem.
Was haben wir noch? Die Preise fragen die Leute oft bei unseren 1000 PS Videos. Es ist halt so, wir haben Videos, wir haben Zuseher von überall her. Ich habe in dem Video unten drunter die Links zu den Preisen zu den Motorrädern für Österreich, Deutschland, Schweiz. Du kannst dann unten draufklicken und setzt dann die Preise zu dem Motorrad. Natürlich, leider es ist halt so, muss man fast ziemlich sicher zum Plusmodell greifen. Dieses CB1000R Plusmodell hat ja die Heizgriffe mit dabei und den Quickshifter, weil den Quickshifter braucht es auf alle Fälle. Also wenn du einmal mit dem gefahren bist, das ist so harmonisch in das Fahrzeug integriert, das ist so leibernd, weil das insgesamt dann alles so stimmig zusammenpasst. Du kriegst so einen runden Fahrstil zustande, kannst so einen hohen Kurvenspeed fahren, weil du einfach keine Schaukelbewegungen reingehst durch Schaltvorgänge. Das ist purer Fahrgenuss. Und wenn ihr schon den ganzen schicken Kram aus eurer Sicht nicht braucht, wie diese Sitzbankabdeckung hier oder dieses Windschild da vorne, die ja in dem Pluspaket auch mit drin sind, nehmt sich halt auf alle Fälle den Quickshifter aus dem Zubehör mit dazu. Das ist meines Erachtens Pflicht. Mit was kann man das Fahrzeug vergleichen? Mit den Vorgängern immer wirklich. Ich würde sagen, am ehesten vielleicht mit einer Speed Triple. Die Speed Triple ist halt jahrelang ihrer Linie gleich geblieben, aber auch durchaus anmutige Optik und einen eigenständigen Charakter. Vielleicht noch ein wenig, mit der S1000R schon immer, die S1000R hat mehr Streetfighter, mehr Naked-Bike-Optik. Also ich glaube, das einzige Motorrad, was als Alternative zur Verfügung steht, ist die Triumph Speed Triple. Ansonsten ist es wirklich eine sehr eigenständige Geschichte von Honda. Es ist deutlich performanter natürlich als die anderen Kaffee-Racer Hipster-Eisen. Es ist natürlich noch nicht der ebenfalls sehr guten Z900 RS überlegen, keine Frage. Es ist auch teurer und hat mehr Hubraum und mehr Leistung, keine Frage. Und auch einer R90 oder sowas ist es natürlich überlegen. Ist aber natürlich jetzt performancemäßig nicht in der Liga, wo Super Duke, Aprilia und so weiter zu Hause sind. Also so sortiert sich die, finde ich, leiwand ein und wird eine Zielgruppe ansprechen, die halt genau das wollen. Ein schönes, anmutiges, nicht ordinäres Naked Bike mit einer Mörderleistung, mit einer Mörderperformance, wo ich kräftigst anrauchen kann. Ab wann wird es die Maschine geben? Sie kommt 2-3 Wochen später als geplant ursprünglich, aber Anfang Mai soll es bei den Händlern sein. Und von meiner Seite, also ich bin wirklich positivst überrascht von dem Fahrzeug, weil ich habe ein bisschen befürchtet, dass so eine schickimicki Hipster-Fuhre wird und dann nicht mehr leiwand fahrt. Also ich bin wirklich begeistert von dieser Sportlichkeit. Die Optik hat mir immer gepasst. Also Anfang Mai wird es da zum Haben sein. Und irgendwas muss ich ja immer finden, was nicht passt. Was könnte nicht passen? Also, ich weiß nicht, die Heizgriffe, das Heizgriffkabel, da habe ich am Staumen gespürt, es könnte 0,3 Prozentpunkte Abzug geben. Und wenn man sehr groß ist, könnte man hier mit dem Knie ein Problem haben. Ansonsten, wenn einem die Optik gefällt, kann ich nichts entdecken an dem Fahrzeug, was dagegen spricht. Honda hat das einfach wirklich großartig alles gelöst. Demzufolge von mir eine Kaufempfehlung für alle, die sie hübsch finden, die sie schön finden und ein sportliches Motorrad, das da wirklich gut sich jetzt in diese Naked Bike Liga einsortiert. Ja, und wie ihr vielleicht bemerkt habt, haben wir dieses Video ja wieder mal in 4K aufgenommen. Also das machen wir schrittweise, wann immer möglich. Und also nehmt euch die Zeit und genießt das Video jetzt nicht unbedingt am Röhrenbildschirm im Büro in der Mittagspause, sondern zieht es euch am Abend vom 4K-Fernseher rein. Dann könnt ihr euch zum Beispiel so Details wie meine aufgekratzte Nase da im Detail anschauen. Oder ihr könnt dann wirklich die glänzende, wirklich hochwertige Optik von dem Motorrad genießen. Wir versuchen das mehr und mehr wirklich einzubauen, diese 4K-Videos als Standard in unsere Produktionen. Und ansonsten bleibt dran, meine Lieben, ein Daumen rauf, wenn ihr meine Arbeit schätzt, würde mich sehr freuen, und ein Daumen runter kann ich auch vertragen, aber dann bitte unten einen Kommentar, was genau nicht passt hat, weil ich möchte es ja besser machen für euch, fürs nächste Mal. Danke fürs Dranbleiben bei dem langen Video. Ich fahre jetzt runter nach Marbella, die geilste Straße auf diesem Planeten, 50 Kilometer Kurven, es wird großartig. Danke und Baba.